Unter den Nazis wurden die Denkmäler gebaut und haben eine sehr starke nationalsozialistische Ästhetik. Viele Menschen bei uns haben die Kolonien mehr oder weniger vergessen oder verdrängt. Diese Geschichte klafft wie eine offene Wunde. Outside the park, it's closed. It's kind of sentimental, but also I'm excited, happy, learning new things and meeting people and reconnecting and having critical dialogue. Zum zweiten Mal besucht Flower Manasse den sogenannten Tansania-Park in Hamburg-Jenfeld. Vor 20 Jahren fertiggestellt. Trotzdem bleibt der Park geschlossen. Früher war hier eine Kaserne, benannt nach einem Offizier, der in deutschen Kolonien gekämpft hat. Das geht uns alle an im Grunde genommen. Und ich finde auch, dass man zum Beispiel Kolonialschätze auch zurückgeben sollte. Also das ist meine Meinung. Ich finde es eigentlich bei verschiedenen Themen immer wichtig, darüber nachzudenken, okay, wessen Geschichte wird eigentlich wie erzählt und von wem. Es ist hier ein ganz besonderer Ort in Hamburg mit einer schwierigen Geschichte, auch einer Verflechtungsgeschichte von Kolonial- und NS-Geschichte. Und ja, der war lange stand nicht so im Fokus, und es ist jetzt halt toll, dass es hier eine lokale Initiative gibt, die sich darum kümmert und diesen Ort den Menschen näher bringt und kritisch bearbeitet. Und diese Erinnerung ist einfach wichtig für einen diversen Stadtteil, für Jenfeld. Doch wie kann man erinnern, was man nicht erlebt hat? Die Askari-Reliefs heißen eigentlich Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal. Die Nazis stellten sie links und rechts vom Eingang der Kaserne auf. Askari, das sind sogenannte Söldnersoldaten gewesen, die eben für die deutschen Interessen gekämpft haben in den jeweiligen Kolonialgebieten. Die Gesichter sehen ja alle so ein bisschen gleich aus, alle eben mit einem sehr treuen, strengen Blick nach vorne. Dann haben wir vorne den Unteroffizier, der eben nach hinten blickt. Das kann man so ein bisschen deuten, dass er eben zurückschaut in die Zeit, als Deutschland noch Kolonien hatte. Gleichzeitig sieht man aber auch hier so machtausübende Moment, in dem man eben sieht, dass der Fuß des Unteroffiziers auf dem Fuß eines sogenannten Askari eben draufsteht, was dann eben doch noch mal so ein bisschen eine Hierarchisierung innerhalb der Truppe zeigt. Nach außen hin hat man dann kommuniziert, wir wollen den Sklavenhandel bekämpfen und die Zivilisation nach Afrika bringen, das zivilisierte Verhalten. Und was dann so ein bisschen vielleicht zynisch ist, ist, wenn man sieht, dass die Soldaten, die dann eben rekrutiert wurden, auch über Strukturen angeworben wurden, wie vorher Sklaven rekrutiert wurden. Angeworbene Söldnersoldaten. Nebenan erinnern Büsten an Offiziere in deutschen Kolonien, zum Beispiel Hermann von Wissmann. Der Reichskommissar war mitverantwortlich für Gräueltaten. Das erzählt Kojo Gläser beim Symposium der Tansania-Park-Initiative. Aus meiner Perspektive ist der Mann vor allem eines, ein Massenmörder. Er hat ganz konkret im Sudan, Kontinent, Soldaten angeworben, die sogenannten Askari, die quasi dann als Schutztruppe aufgebaut haben, um deutsche Interessen durchzusetzen. 2003 werden die eingelagerten Denkmäler wieder aufgestellt. Ein Beirat engagiert sich für die historisch und museumspädagogisch angemessene Gestaltung. Vorsitzender ist der ehemalige Geschichtslehrer Reinhard Behrens. Die Askaris waren in der deutschen Propaganda von Letto Vorbeck treu. Sie haben nämlich zu den Deutschen gehalten. Die NS-Zeit nutzten die sogenannten treuen Askaris. Die sagten sogar, die Schwarzen, die waren den Deutschen treuer, weil die deutsche Verwaltung ja gar nicht so schlecht war, treuer als die Sozis, die Sozialdemokraten, die den Dolchstoß in den Rücken gebracht haben. Deswegen war ich auch, und zwar mit dem Hintergedanken, und zwar hochkritisch im Kopf, überrascht von der unglaublich positiven, beinahe positiv rassenbildlichen Art der Darstellung. Nicht alle finden die Nazikunst beinahe positiv.
Danti Nguyen war Teil eines Programms zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes der Stadt Hamburg. Es ist ein nationalsozialistisches Denkmal. Wir müssen in irgendeiner Form mit der Ästhetik, mit der Geschichte und ich nenne es mal mit der deutschen oder europäischen Erinnerungskultur damit umgehen. Es ist ein Denkmal, das Kolonialismus verherrlicht und damit massiv rassistisch ist. Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir dieses Denkmal einreißen und es einreißen oder umbenennen. Herzlich willkommen. Es war Krieg, das war Krieg. Die Leute die wollten frei sein. Genau wie heute in der Ukraine. Und bei uns in der Schule, gleich nach der Nazizeit, die waren ja alle noch nazimäßig angehaucht, die Leute, die Lehrer. Und da wurde uns immer erzählt, wie wir so gut in den Kolonien die Leute behandelt haben. Und das stimmt ja nicht. Was aber gerade der Tansania-Park so in Anführungszeichen besonders macht in der deutschen Erinnerungskultur, ist, dass die Denkmäler dazu verwendet wurden, der Kolonialismus wurde dazu verwendet, auch das eigene antisemitische Bild der Herrenrasse zu begründen. Das Problem aber in der, ich nenne es mal, Aufarbeitung dieser Denkmäler ist, dass nur die eine Seite des Nationalsozialismus, der Antisemitismus gesehen wurde oder der Rassismus. Es wurde nicht gesehen, dass der Tansania-Park beides ist. Gebaut als Vorbild für Soldaten der Wehrmacht. Gleich daneben erinnert das Schutztruppen-Ehrenmal an Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in Afrika gestorben sind. Weiße und angeworbene Söldnersoldaten. Wir haben hier 4 Tafeln, die auf die jeweiligen Gefallenen während des Ersten Weltkriegs in den jeweiligen afrikanischen Kolonialgebieten hinweisen. Wem mir auf jeden Fall nicht gedacht wird, ist halt der Gegnerseite. Und die Askari hat man eben vorgeschoben, um zu sagen, ja doch, diese Menschen vermissen uns, die haben mit uns gekämpft. Und damit hat man ja so ein bisschen nachträglich versucht zu legitimieren, diese koloniale Schuldlüge ist eben reine Propaganda der Gegner. Wir sehen oben den Adler, auch bewusst weit oben, dass wir eben sehr demütig eben den Kopf recken müssen, um ihn zu sehen. In der Mitte war einst mal ein Hakenkreuz. Ich würde jetzt vielleicht mal offen in den Raum stellen, was denn ein angemessener Umgang ist, um mit diesem Denkmal umzugehen. Haben Sie Angst, dass da jemand die Sachen beschädigt? Ich habe keine Angst, dass die beschädigt werden, im Gegenteil. Also ich sehe schon junge Leute in öffentlichen Parks, die dann vielleicht Selfies machen, weil sie das sind ja sehr eindrucksvolle Figuren, so kann man ja jetzt nicht leugnen, die dann irgendwie ganz naiv Selfies machen oder Bier trinken, davor sitzen und das fände ich schon unangemessen. Klar, von mündigen, erwachsenen Bürgern kann man erwarten, dass sie sich informieren, aber wenn wir uns die Straßen ansehen und die Demos, die man zum Teil sieht, in einigen Teilen des Landes, gehe ich nicht davon aus, dass alle mündig sind. Doch wie werden wir zu mündigen Bürgern? Wie können wir zeitgemäße Erinnerungskultur gestalten? Flower Manasse hat sich darüber Gedanken gemacht. Sie ist Kuratorin für Geschichte im Nationalmuseum in Tansania. This is the time to start the discussion on raising awareness about how the park came about and it was for who and for whose benefit. The other aspect is about creating safe space for critical dialogues on the colonial history in the park. Also, it is important to do the documentation of the known and unknown stories about the park. For instance, documenting the oral histories about the Askaris and the potters who appears in the monument. It will be really important to collect such history back in Tanzania, where these people were working from, and to hear what the descendants from some of these families are saying about the Askaris. I will advocate for the culture of tolerance, but also working on the equal exchange with the Tanzanian communities. Decolonizing the Tanzanian park means to embrace the Tanzanian national values.
I will quote Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, the first president of Tanzania in 1969. He said, in Tanzania, it was more than 100 tribal units that lost their freedom. It was one nation that regained it, meaning that the park should not divide the communities, but rather bring the communities together, not only in Tanzania, but also here in Hamburg. I would like also to quote our national anthem. I'll read it in English, but lastly, I'll read it in Kiswahili, since some people know Kiswahili here. God bless Tanzania, grant eternal freedom and unity to its women, men, and children. God bless Tanzania and its people. I'll read it in Kiswahili. It says, Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja, wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Asante. Thank you.